wenn du ein Mensch bist. Hab ich Liebe für dich, wenn du ein Tier bist. Yes! Nice! Was mache ich momentan oder was habe ich gemacht? Ich habe eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker gemacht nach meinem Realschulabschluss. Habe dann nicht in diesem Beruf weitergearbeitet, sondern einfach frei überall und irgendwo gearbeitet, einfach um Erfahrung zu sammeln. Bin dann in einem Klamottenladen gelandet, arbeite da seit 2 Jahren und bin momentan tätig als Parkour-Trainer. Das mache ich schon seit 6 Jahren. Und als Model und Stuntman arbeite ich auch noch nebenbei, um ein bisschen was dazu zu verdienen und weil es mir auch Spaß bringt. So geil. Warum? Ich war nie so der Schultyp, also das war ja immer, ich war ja damals in der Schulzeit. Schule war nie so mein Ding und Frauen und Sport waren mir immer wichtiger, so in dem Alter. War wirklich so. Und ich muss zugeben, einfach aus Langeweile so. Ich habe einfach Langeweile gehabt und wollte mal was ausprobieren, weil mir Basketball, Fußball, Handball einfach zu 0815 war. Es war mir zu langweilig, zu Standard. Und habe dann mit Parkour angefangen und auch ganz stumpf. Ich habe in YouTube Parkour Hamburg eingegeben, habe irgendwelche Parkour-Leute angeschrieben über YouTube und habe mich einfach denen angeschlossen und dann irgendwann selber weitergemacht. Also wirklich, ich bin nicht in eine Halle gegangen, ich habe einfach nur bei YouTube Parkour angegeben. Und dann bin ich dabei geblieben und jetzt ist es halt meine große Leidenschaft geworden, aus dem Zufall, aus meiner Schulzeit. Ich mache schon immer gerne Sport, deswegen habe ich auch mit im Sportstudium angefangen. So, habe früher sehr lange Volleyball gespielt. Seit ich jetzt hier in Hamburg bin, habe ich dann mit Parkour angefangen. Und so, ich wollte das schon immer mal machen, aber hatte damals bei mir in der Umgebung irgendwie keinen, der das auch gemacht hat und habe mich alleine irgendwie nicht rangetraut, auch wenn es ja eigentlich simpel ist, einfach mal rausgehen so. Ich fand es schon immer spannend so und ich habe auch schon immer quasi, wenn man so will, Parkour gemacht, aber ich halt nie irgendwie Techniken gelernt oder nie das als Parkour bezeichnet, sondern ich bin halt einfach viel draußen gewesen damals und habe einfach viel irgendwie mit meinen Freunden draußen rumgehangen, dann irgendwie ist man halt rumgesprungen, irgendwo raufgeklettert oder so. Es war halt noch nicht so, dass wir dann trainieren gegangen sind, so. Also wir sind halt einfach durch die Gegend gelatscht und sind auf Sachen geklettert und haben Schwung gemacht. Gut, im Prinzip habe ich sowas auch schon gemacht, nur ich habe es nicht Parkour genannt, sondern bin halt draußen irgendwie spielen oder klettern gegangen, wie auch immer man das nennen will, oder so ein bisschen exploren. Genau, aber habe das nie Parkour genannt und irgendwie habe ich das auch, das was man so in Videos gesehen hat, habe ich das, dachte ich, ist immer noch was anderes als das, was ich mache. Dieser ganze Hallenabschnitt hier ist Halle 4 und wir kriegen hier einen Teil von. Genau.
Ja, wie man sieht, hier ist lange nichts passiert. Leider. Hier war zwischendurch mal ein Fahrradflohmarkt drin. Jetzt gerade sind die Hallen auch noch einfach nur ein langer Schlauch. Und die Mieteinheiten, die späteren Mieteinheiten werden noch unterteilt mit Zwischenwänden. Unsere Halle wird ab hier beginnen und in die Richtung halt gehen. Sobald ihr die Halle betretet, über dieses riesige Podest gefüllt. Hier sozusagen in den Sportteil. Es öffnet sich so dann nach hier hin. Haben hier erstmal ein bisschen Freifläche mit ein paar mobilen Obstacles. Und in dem hinteren Bereich, da wird dann so eine Schnitzelgrube aufgebaut. Also wir haben dann ein großes Podest, Schnitzelgrube, mehrere Podeste, von denen man runter reinspringen kann. Ja, wenn man so die Vision davon hat, was hier mal werden kann. Ja, definitiv. Es ist ein Traum von uns allen, nach wie vor eine eigene Halle zu haben. Und ja, wenn man sich von so Gefahren, so Hindernissen halt aufhalten lässt, so, dann wird man vielleicht auch einfach damit nicht glücklich. So. Man muss halt auch Risiken eingehen und muss eben auch muss sich so Sachen stellen. Dann haben wir irgendwann von der Möglichkeit mitbekommen, dass hier so Ausschreibungen sind von der Stadt und es gibt Hallenflächen, auf die man sich bewerben kann. Und wir waren so, ja, wir wollten eigentlich schon immer irgendwie eine Halle haben. So eine eigene Sporthalle war ursprünglich so mein Gedanke oder mein Kindheitstraum, so einen eigenen Ort haben, wo man einfach machen kann, was man will. Und dann brauchten wir aber ein Konzept und dann haben wir uns darauf geeinigt, so, ja, lass mal eine Parcourshalle bauen. Wäre doch geil, lass mal damit bewerben und das haben wir gemacht und wurden dann auch genommen. So. Ja, und jetzt sind wir hier und arbeiten plötzlich daran, eine Parcourshalle zu bauen. Also, ich weiß gar nicht, was der Grund genau war. Ich weiß es wirklich nicht. Ich muss zugeben, es war einfach Zufall. Ich glaube, es war einfach Zufall. Es hat sich einfach ergeben. Ich habe gemerkt, das macht ganz schön Spaß. Und dann bin ich dabei geblieben. So. Ich habe es nicht gemacht, oh, da ist ganz schön viel Geld. Klar, wir müssen auch das Geld im Hinterkopf haben. Wir müssen ja von irgendwas leben. Ich muss ja auch von irgendwas leben. Aber in erster Linie einfach Zufall. Zufall und Glück, glaube ich. Das war ein großer Faktor. Und dann bin ich beim ersten Job an die richtigen Leute gekommen, die mir auch dieses Gefühl gegeben haben, ey, es kann ganz schön geil sein. Und dann habe ich gemerkt, dass ich das wieder haben wollen würde und bin dabei geblieben. Das war so der Hauptgrund dabei. Also das war vor 4 Jahren, glaube ich, oder 5 circa. Also ich habe ein Jahr trainiert und dann kam ich in das Team. So, ne? 4 Jahre, ich weiß nicht genau wie viel. Das ist das Team Lazy Basics aus Hamburg natürlich. Und wir haben uns getroffen. Ich war damals im Shinteig-Training, Tech-Tricking-Training. Und da waren dann schon Hewart und Max und haben diese Gruppe schon irgendwie erstellt oder gegründet. Und man hat sich einfach gut verstanden. Die Trainingseinstellung hat auch gepasst. Und deswegen wurde man nicht so eingeladen, sondern du warst einfach im Team. Fertig. Da gibt's nicht so, du musst dieses Formular ausfüllen, dann da deine Unterschrift reinsetzen. Das gibt's nicht. Sondern man hat sich einfach getroffen, zusammen trainiert. Man war immer unterwegs gemeinsam, weil es gepasst hat. Und dann wurde es irgendwann Lazy Basics. Früher haben ja ganz andere Leute trainiert als jetzt. Ist ja logisch, ne? Irgendwann ändern sich deine Interessen oder du findest neue oder keine Ahnung, je nachdem, ne? Und damals waren das die Parcours Hamburg-Leute sozusagen, die wirklich Parcours betrieben haben, immer wöchentlich, immer täglich oder auch nicht. Und die haben jetzt aufgehört mittlerweile. Das waren nie meine Freunde, das waren eher nur so Kameraden, Trainingskollegen vielleicht. Mit den Leuten, mit denen ich wirklich angefangen habe, waren Kelvin, waren Keno, Simon, so welche. Die haben aber auch zum Großteil alle aufgehört im Parcours. Dabei geblieben ist wirklich nur Kelvin, den man jetzt auch noch in der HT16-Halle antrifft oder auch draußen, je nachdem, mit dem ich auch angefangen habe zu trainieren. Ist schwierig, sehr, 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 sehr glückabhängig, sehr, sehr glückabhängig. Du musst einfach
dieses Glück haben, dass irgendein Mensch auf der Welt sagt, du bist genau das, was wir haben wollen. Ich meine, das ist ja auch nur irgendjemand auf der Welt, der das sagt, ne? Ich meine, wer hat das zu bestimmen so? Genau, jetzt gerade um Geld zu verdienen, wie gesagt, ich arbeite noch in einem Reha-Zentrum, also mache so Gesundheitssport. Das ist eben durch das Sportstudium gekommen, da habe ich dann schon noch irgendwie so den Zweig will ich jetzt schon noch mitnehmen und will ich auch noch weitermachen. So Sport und Gesundheit finde ich halt gut, hängt zusammen und finde ich ist auch ein Teil irgendwie, wie man so will, vom Parcours halt. Und genau das mache ich und gebe jetzt weiter darüber hinaus so Nachmittagskurse an Schulen, halt versuche den Kids Parcours beizubringen, so da wo es geht. Genau, und den Rest der Zeit verbringe ich tatsächlich hier im Büro und ich bin jeden Tag hier. Auch wenn ich noch woanders arbeite, bin ich davor oder danach hier. Und ja, bin hier viel am Organisieren und mache das, aber ja, ist nicht viel, aber es reicht gerade so. Und irgendwann kommt dann hoffentlich auch mal über die Halle ein bisschen Geld rein, sodass man sich da nicht mehr so viel Gedanken drüber machen muss, wie zahle ich jetzt am Ende des Monats meine Miete. Also ich sag nein, es ist nicht für jedermann was, weil es ein Business ist, was einen auf jeden Fall auch fallen lassen kann. Und dann hast du nichts, wenn du keinen Plan B oder C hast, wie Schulbildung, wie Ausbildung, würde ich sagen, man sollte sich nicht komplett darauf verlassen. Ne? Wenn man was möchte, sollte man natürlich 100% daran arbeiten, aber man sollte auch im Hinterkopf haben, sicherer ist es, einen Plan B zu haben, falls es nicht klappt. Weil es gibt auch Momente, Sachen im Leben, die einfach nicht klappen. Und es ist einfach so, du kannst daran nichts ändern. Und ich denke mir, nein, es ist nicht für jedermann was, weil man auch resistent gegen Niederlagen sein sollte. Und wenn man das nicht schafft oder nicht ist, es ist ein sehr frustrierender Job, sehr, sehr frustrierendes Business, weil es dann oft und lange dauern kann, bis du überhaupt irgendwas bekommst und dann auch immer noch oft und lange sein kann, dass du nichts dafür bekommst. Also mittlerweile glauben wir, es wird sehr gut angenommen, aber es kann natürlich auch sein, dass die Leute sagen, okay, wozu brauche ich für Parkour eine Halle? Und trainieren halt draußen und es funktioniert halt nicht so, wie wir uns das so schön gedacht haben, dass es so ein Community-Ort wird, sondern dass die Leute eher denken, okay, das ist ja voll der Kommerzscheiß und was will ich da, ich kann ja auch draußen umsonst trainieren. So, weiß ich, wenn jetzt ein Investor kommt, der 1 Million auf den Tisch legt und davon hier irgendwo eine Halle baut, die viel krasser ist, weil wir einfach die finanziellen Mittel nicht haben, dass dann da alle sagen, sie gehen dahin. Ich verdiene jetzt nicht so viel, dass ich jetzt mein Geld so raushauen könnte, aber es reicht zum Leben und das mehr will ich auch nicht. Ich will einfach nur leben und das ist dann okay für mich. Durchgehen und die Seite wieder raus. Ja, was will ich auch so und was sind meine Bedürfnisse im Leben, so was ist das, wo ich dran Spaß habe und kann ich da vielleicht auch meinen Job drin finden. So, ich meine, wir brauchen alle irgendwie einen Job, um irgendwie Geld zu verdienen, aber vielleicht kann man das ja auch mit Sachen machen, die jetzt nicht 0815 sind und irgendwas, wo man so ein bisschen sich hingetrieben fühlt, sondern dass man eben was Eigenes macht. So. Bei mir halt auch passiert. So. Ich habe halt vorher so vor mich hingelebt, sag ich mal, und jetzt habe ich so ein bisschen auch ein Ziel für mich entdeckt. So. Ich will was Eigenes machen. So. Vorher dachte ich halt, okay, ich werde so einen 0815-Job machen und nehme halt so die sichere Variante, wenn man so will, diesen sicheren Lebensweg. Und das hat mich mehr dahin gebracht, wirklich zu fragen, so, okay, was will ich eigentlich? Und ja, nicht so in gesellschaftlichen Konventionen vielleicht zu denken, so was ist eben dieser sichere Weg, von wegen werd Lehrer und mach dann deine Lehramtskarriere und dann hast du gutes Geld und hast einen festen Job und jetzt mache ich halt was, wo man nicht weiß, ob das klappt. Also, das ist sehr, sehr schwierig zu erklären, aber ich glaube, geändert ja, weil es ein großer Teil meines Lebens ist, ja. In was für eine Richtung, weiß ich nicht genau. Vielleicht von der Einstellung her einfach Herausforderungen als Herausforderungen zu sehen, die nicht unüberwindbar sind. So, Herausforderungen sind cool, sind geil und wenn man sie schafft, ist noch mal besser. Und wenn du sie nicht an dem Tag schaffst, ist das nicht schlimm, sondern machst du sie am nächsten Tag oder in einer Woche, wenn du vorbereitet bist darauf.
Also ja, hat es mich bestimmt. Wie und inwiefern oder wie stark, kann ich gar nicht mit Sicherheit sagen. Aber ich glaube, jeder Sport, den du betreibst über eine längere Zeit, prägt dich. Prägt dich auf jeden Fall, ja. So funktioniert das nun mal. Und jeder, also so haben wir damit auch angefangen und gemerkt, so, okay, ja, wir sind jetzt genommen bei dieser Ausschreibung, wir werden künftig mal Mieter da. Wir sind jetzt 3 Privatpersonen, also müssen wir uns erstmal irgendwie organisieren. So. Also es kommt immer ein Problem sozusagen, dann muss man sich dem annehmen, muss sich da reinarbeiten und dann kriegt man es aber auch gelöst. So. Und dann kommt das nächste Problem und so weiter. Und man wächst ja auch mit all diesen Aufgaben, so, man sammelt Erfahrungen. Und ich will die Interaktion mit Menschen, ich will diese Kommunikation. Ich möchte von anderen Menschen lernen, weil von jedem Menschen kannst du irgendwas lernen. Egal wie alt, wie jung oder aus einer Richtung oder Religionsrichtung er kommt. Und deswegen mache ich das, genau deswegen, weil ich einfach diese Erfahrung möchte. Ich bin ja auch erst 23 Jahre alt, du arbeitest lang genug in deinem Leben. Da möchte ich einfach noch ein paar Jahre das machen, was mich erfüllt und glücklich macht. Und dann sozusagen mich fokussiert auf einen festen Beruf, fokussieren, den ich dann mein restliches Leben machen muss, ne? Weil das machst du echt lange. Wir arbeiten wirklich sehr, sehr lange in unserem Leben und da kann ich, finde ich, noch ein paar Jahre machen, worauf ich Bock habe. Ich glaube nie. Ich glaube, man kann mit sowas nie aufhören, weil auch ich gucke natürlich auch viele Parcours-Videos und da sieht man ja auch zum Beispiel viele Leute, die mich inspiriert haben, zum Beispiel wie Abel. Abel ist ein sehr, 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 sehr interessanter Parcours-Freerunner, je nachdem, was man sagen möchte. Mir ist das egal. Ich sag mal Tracer, Parcours-Person. Ist sehr, sehr interessant für mich, weil er den Style, den ich lebe oder auch ausübe im Parcours, auch macht. Und Abel ist zum Beispiel jemand, der gerne hohe Drops macht, hohe Positions macht. Und das mache ich auch sehr, sehr gerne, weil mich das einfach reizt in meiner Art und Weise, wie ich trainiere. Und er hat sich zum Beispiel oft, als glaube ich das Schienbein zweifach gebrochen oder den Oberschenkel zweifach gebrochen. Und das zeichnet sich fürs Leben einfach. Und er hat auch ein Video gemacht, wo er gesagt hat, ich möchte meinen Style ändern. Weil das, was er macht, ist nicht gut für seinen Oberschenkel, sein Knie ist, sein Bein ist. Weil Drops ist so mit Abstand die härteste Art an Impact, die du haben kannst. Und er hat in einem Video gesagt, dass er seinen Style ändern will. Und im nächsten Video hat er direkt das wieder gemacht mit den Drops. Du kannst deinen Style nie ändern. Dein Style ist festgelegt. Du kannst versuchen, in eine etwas andere Richtung zu gehen, aber du hast einen festen Stil einfach. Und ich glaube, deswegen kann man nie mit irgendwas aufhören. Es ist immer mit bei dir drin. Für mich, ich sehe im Moment auf jeden Fall nicht, dass ich damit aufhöre. Natürlich in Alterungsprozessen, keine Ahnung, wird es irgendwann, glaube ich, nicht mehr sein, dass man versucht, irgendwelche Running 15 Fuß Prezis zu machen, sondern dass man halt irgendwie sagt, okay, ich werde jetzt mehr balancieren, ich werde mehr versuchen, so sanfte Bewegungen zu machen. Genau, aber das ist schon viel damit arbeiten. Dass ich einfach viel damit arbeite, mit dem eigenen Körper und meiner Umwelt so Sport zu machen. Ich habe mich zwar schon mal gefragt, was mache ich danach, aber noch nie gefragt, wann ist danach. Weil mir Geld nicht so wichtig ist, dass ich sagen wollen würde, ich will ganz, ganz viel davon haben. Brauche ich nicht. Solange ich überleben kann davon, ist okay. Ist okay für mich. Und machen kann, was mir Spaß macht. Genau. Ein Ende in Sicht ist noch nicht. So wie der Regen in Hamburg. Der endet auch nie, gefühlt. So, ja. Genau.